Das hat einen sehr tiefen Eindruck in mir hinterlassen. When I was not a Christian. Als ich nicht Christ war. I was about 22 years old. Ich war 22 Jahre alt. My aunt was one of the directors for the Miss America pageant. Meine Tante war eine der Leiterinnen für die Miss America-Wahl. And she asked me if I would like to escort Phyllis George, one of the year previous Miss America. Und sie fragte mich, ob ich nicht Phyllis George, eine der früheren Miss America, begleiten würde. She was Miss America 1971. Sie war 1971 Miss America. And I said, yeah, that would Und be ich great. sagte, ja, das wäre toll. So she arrived. Also sie kam an. And I got 1 week off at work. Und ich hatte noch eine Woche frei bekommen von der Arbeit. And they gave me full pay. Und sie haben mich sogar voll bezahlt. On one condition. Nur unter einer Bedingung. During the week that she was there, dass während der Woche, wo sie dort war, we had to walk through my department store. Dass wir durch mein Bekleidungsgeschäft gehen würden. Give them a 1 hour notice. Und dort einen einstündigen a 1 hour Besuch dort hätten. So their photographers would be there to get pictures. Dass auch die Fotografen dort sein könnten, um Bilder von ihr zu machen. And so I asked her if it was okay. Und ich fragte sie, ob es in Ordnung ist. And she said yes, that will be fine. Und sie sagte, ja, das wird gut, schön sein. And so we had an amazing week together. Und so hatten wir eine wunderbare Woche zusammen. We went to parties and wir gingen zu Partys, television programs, zu Fernsehprogrammen, Radioprogrammen. And my job, und mein Job war es, as her escort, als ihr Escort, was to make sure she made every appointment that she needed to do that sicherzustellen, dass sie bei jedem Termin pünktlich da wäre. So sometimes I would have to push the crowd away. Manchmal musste ich auch die Menge wegdrücken. Say, I'm sorry, Miss America has an appointment. Und musste sagen, tut mir leid, Miss America hat jetzt einen Termin. She can't make no more autographs. Sie kann keine weiteren Unterschriften machen, sie muss jetzt gehen. My roommates were very jealous. Meine Zimmernachbarn waren sehr eifersüchtig. But I introduced them to her. Aber ich habe sie ihnen vorgestellt. One of the funny things that happened. Und eins der lustigen Dinge, die passiert waren, ist, she said, I would like to go to a real Alaskan Eskimo bar. Sie sagte, ich möchte in so eine richtige Eskimo-Alaska-Bar gehen. See what the natives look like. Und sehen, wie diese Eingeborenen aussehen. And so there were several people with her. Und da waren noch mehrere Leute mit ihr. For the Miss America pageant. Von auch dem Miss America Stuff. And there was another Miss Alabama or somebody. Und da war auch eine andere Miss Alabama und so weiter. So they put on some very plain clothes. Plain. Simple clothes. Und da haben sie einfache Kleidung angezogen. And we went in disguise into this Eskimo native dirty bar. Und gingen dort in diese dreckige Eskimo-Bar. And so we went inside. Und wir gingen dort hinein. And we saw all the natives. Und wir sahen all die Eingeborenen. And we sat at this table. Und wir saßen dort an diesem Tisch. And I had to laugh. Und ich musste lachen. Because I realized these Eskimos. Denn ich erkannte, dass diese Eskimos had no idea Miss America was sitting in the middle of them. Keine Ahnung hatten, dass Miss America dort in der Mitte unter ihnen saß. But she made herself look very plain. Aber sie hat sich selbst sehr einfach gekleidet. So that nobody would maybe notice. Sodass niemand erkennen würde, wer sie war. We had quite an interesting time. Und wir hatten eine sehr interessante Zeit. About 6 months after that, und 6 Monate später, I was down in Arizona. War ich wieder in Arizona. And my aunt called me up. Und meine Tante rief mich an. And she said, "Listen, I have to judge the Miss Arizona pageant. Und I have a choice of a pageant I can judge." Und sie sagte, ich habe die Wahl, an welcher Miss-Wahl ich teilnehmen möchte. And so I'm going to choose Arizona. Um dort Richterin zu sein. Und ich wähle Arizona. So that we can get together again and have some fun. So dass du und ich Spaß zusammen haben können. And I'm going to call Phyllis to come down with us. Und ich werde Phyllis anrufen, dass sie mit uns ist. And the 3 of us can go out again. Und dann können wir 3 zusammen ausgehen. I said, all right, can I bring a friend? Und ich sagte, in Ordnung, kann ich einen Freund mitbringen? Bring everybody you want. Und sie sagte, bring wen auch immer du möchtest. So I told my friend Peter. Also sagte ich meinem Freund Peter. Do you want to go to the Miss Arizona pageant? Möchtest du zur Miss Arizona Wahl gehen? I have free tickets. Ich habe freie Tickets. And he said, yes, why not? Er sagte, ja, warum nicht? And so I said, I have a friend I'm going to meet there. Und ich sagte, ich habe dort eine Freundin, die werde ich dort treffen. 2, my aunt. Nun 2, meine Tante. And Phyllis. Und Phyllis. And he said, und er sagte, you know Phyllis George? Kennst du Phyllis George? I said, yes. Und ich sagte, ja. Get out of here.
Und er sagte, Hauerhaft. I said, no, I know her. Nein, ich kenne sie wirklich. And he goes, right. Und er sagte, ja. And I said, you'll see. Und ich sagte, du wirst es sehen. So I was told to enter a special entrance. Und so wurde mir gesagt, dass ich dort einen besonderen Eingang nehmen sollte. It was underneath the auditorium. Das war unter dem Auditorium. And we were walking down this hallway. Und wir gingen dort diesen Gang entlang. And we saw that it came to a dead end. Und wir sahen, dass es dort an ein totes Ende ging. Where you have to go left or right. Wo ihr rechts oder links gehen müsst. So Peter and I were walking. Also Peter und ich gingen. And I saw this young lady run past. Und ich sah, wie diese junge Frau dort vorbeilief. In a black evening gown. In einem schwarzen Abendgewand. And I thought it was Phyllis. Und ich dachte, es wäre Phyllis. And I yelled, Phyllis! Und ich rief Phyllis. And you heard these feet going like this. Und ich hörte das Klacken der Hackenschuhe. And they stopped. Und sie hörten auf. Peter says, what's happening? Und Peter sagte, was ist denn passiert? I said, I think it's Phyllis. Und ich sagte, ich glaube, es ist Because Phyllis. she stopped. Denn sie hat aufgehört zu laufen. And she walked backwards Und sie like ist this. rückwärts so gegangen. And she looked. Und sie schaute. She said, Und Paul? sie sagte, Paul? And I said, Und sie yes. sagte, ja. And she started running toward me. Und sie lief auf mich zu. She jumped up and put her arms around me. Sie sprang hoch und umarmte mich. We had a big hug and a Und kiss. wir hatten eine große Umarmung und einen Kuss. And I said, Phyllis, this is my friend Peter. Und ich sagte, Phyllis, das ist mein Freund Peter. Peter goes, ah. Peter. And she's from Texas. Und sie war von Texas. She said, nice to meet you, Peter. Und sie sagte, nice, schön dich zu treffen, I'm Peter. Phyllis George. Phyllis George. And I will be the master of ceremonies tonight. Okay, und ich werde das Programm leiten heute. So, are you with Paul? Bist du mit Paul zusammen? He said, yes. She said, then we're going to a party afterwards. Und dann gehen wir auf die Party da nachher. So I'll see you later. Also werde ich euch später He sehen. goes, yes. Ja. So we watched the pageant. Also wir haben uns die Show angeschaut. As soon as we sat down, Und sobald wir uns hingesetzt hatten and the ladies were coming out, und die Frauen rauskamen, Peter goes, da war Peter so, you really know Phyllis? du kennst wirklich Phyllis? I said, Und yes. ich sagte, ja. She kissed you. Sie hat dich geküsst. I said, I know her. Ich weiß, ich kenne sie. You really know her? Du kennst sie wirklich. So it was a very interesting experience. Also es war eine sehr interessante Erfahrung. And she was not only very beautiful, she was a very gracious Southern lady. Sie war nicht nur einfach schön, sie war eine wirklich wunderschöne Südstaatlerin. And we had a nice time together. Und wir hatten eine wunderbare Zeit zusammen. But Aber about 6 months later, 6 Monate später, I was invited to, whoops, oh, let's back that up. It won't back up, huh? Well, I guess we'll go ahead and do this now. Yeah. This is kind of interesting. das ist jetzt interessant. Phyllis married the governor of Phyllis hat den Gouverneur geheiratet Kentucky. von Kentucky. Me versus him. Ich gegen ihn. But he was a millionaire. Aber er war Millionär. Have you heard of Kentucky Fried Chicken? Habt ihr von Kentucky Fried Chicken gehört? Shame on you. Steht da. It's called Colonel Sanders. Nennt sich Colonel Sanders. I call him Colonel Cholesterol. Ich nenne ihn Colonel Cholesterin. Well, John Y. Brown, John Y. Brown, this man here, dieser Mann hier, Phyllis' husband, Phyllis Ehemann, he bought the franchise, he bought the ownership for Kentucky Fried Chicken. hat das Geschäft Kentucky Fried Chicken gekauft. So he got married to Phyllis, Also hat Phyllis geheiratet and they had a boy and a girl, und sie hatten einen Jungen und ein Mädchen and I wasn't in the picture. und ich war nicht im Bild. But what was interesting, Aber was interessant war, ist, because he was such a successful governor, weil er ein so erfolgreicher Gouverneur war, they wanted to run him for vice president of the United States. wollten sie, dass er Vizepräsident der Vereinigten Staaten wird. And then, after he was vice Und president, nachdem er Vizepräsident war, they would have him run for president. wollten sie, dass er Präsident wird. And the reason they liked the idea Und der Grund, warum sie diese Idee mochten, is war, because his wife was a Miss America. weil seine Frau eine Miss Amerika war. Because the story in America is, Denn die Geschichte in Amerika ist so, we never got over the death of John and Jackie Kennedy. dass wir niemals über den Tod von John und Jackie Kennedy gekommen sind. When they were in the White Als House, sie im Weißen Haus waren, it was called Camelot. wurde das Camelot genannt. Because it was the beautiful princess Denn with es the war charming diese prince. schöne Prinzessin mit diesem charmanten Prinzen. And they said, if we run you, Und sie sagten, wenn wir euch zum Präsidenten machen, it will be Camelot again. dann wird es wieder Camelot sein. And so they took John Y. Brown, Und so haben sie John Y. Brown genommen, began to prepare him to run for vice president. haben ihn vorbereitet, Vizepräsident zu werden. After they did a complete physical on him, Und nachdem sie ihn da
untersucht haben, they said your heart is too weak. sahen sie, dass sein Herz zu schwach ist. He'd been eating too much of his chicken. Er hat zu viel von seinen Hühnchen gegessen. And they said, we won't let you run for vice Und president. sie sagten, wir werden dich nicht Präsident werden lassen. So I think that's kind of interesting. Und ich glaube, das ist interessant. This guy lost the president of the United States over a bucket of chicken. Dieser Mann hat es nicht geschafft, Präsident zu werden, wegen einer Tüte voll mit Hühnchen. That is one bad priority. Das ist wirklich eine große, schlechte Priorität. So anyway, about 6 Also wie auch months immer, 6 Monate später, after I was with Phyllis, nachdem ich mit Phyllis zusammen I war, was up in Alaska, war ich wieder in Alaska. and a friend of mine invited me to an Easter party. Und eine Freundin hat mich eingeladen zu einer Osterfeier. Now remember, I'm not a Christian Nun yet. erinnert euch, ich war bis jetzt noch kein Christ. So I said, Easter Und party? ich sagte, eine You gonna Osterfeier? have Kool-Aid and cookies, Werden wir da Kekse haben soda pop, and und süße Getränke? yeah, what do Christians eat? And Sowas, was so Christen essen und trinken. I wanted beer and chips. Ich wollte Bier und Chips. So I said, well, I don't Und know. ich sagte, so, ich weiß nicht. She said, listen, some of our friends from high school are Und going to sie be sagte, there. einige von unseren Freunden von der Highschool werden da sein. And I said, oh, Und ich well, sagte, oh, all right, I'll come. okay, ich werde kommen. So I went to this Easter party, Also ging ich zu dieser Osterfeier and I was visiting with the people, und habe dort die Menschen getroffen. but there was a young lady sitting on the piano bench. Aber da war ein junges Mädchen, das da am Klavier saß.